Bonjour, Monsieur, ça va? Bonjour, Monsieur. Ja, was sagst du heute dazu? Was machst du gerade da? Ich mache ein Interview. Oh, Ja, ja. ich wusste gar nicht. Ich dachte, das wäre nur eine kleine Kamera. Nee, nee, das ist ein Grüß dich, Interview. lieber Maciek. Ja, toll. Ich bin ganz gespannt, wie deine Anlage jetzt, nachdem wir lange dran rumgebaut haben, in die Wirkung geht. Ja, sieht schon gut aus. Also ich sehe keine Chemtrails hier. Ja, Es ist ein toller sonst war der Himmel immer voll. voll, ja, ich sehe Die hier. haben Ja. Respekt vor deiner Anlage. Es kann sein, ja. Kommen nicht mehr. Ja. Aber das ist toll, ja. Also gefällt mir für einen Anfang. So, habe ich deine Dokumentation gemacht Ja, sehe ich gerade. über die Bauphasen. Sehr schön. Das ist der Pole, ja? Bitte? Das ist der Pole da, ja? Ja. Ah, sehr schön. So hat es angefangen. Dann haben wir zweite Phase hier. Dritter Ring, vierter Ja. Ring. Und das ist Endgültig Josef hier. Ja. Und dann haben wir dann hier Endstadium einfach. Ja, bis auf Und die. so sieht es aus. Heute hast du das Wasser einfach reingelassen. Ja. Und wir sehen schon kleine Drehung. Aber es wird noch stärker nachher, wenn das Wasser ein bisschen höher ist. Und da sehen wir schon ganz viel voller Himmel. Wir mussten es noch reduzieren, weil am Anfang nur der erste lief und die anderen schon gar nicht mehr, weil alles Also. daraus lief. Aha. Jetzt habe ich die 3 gedrosselt, damit gleichmäßig alle 4 Sehr gut, auslaufen. sehr schön. Ja, ja, jetzt Und ich habe ihn da auch ein bisschen vielleicht auch gemacht gehabt, dass er was über Algerien sagt, nicht nur über die Wüste, sondern über die Beruhigung. Ich darf ja erinnern, dass Algerien mal vor 20 Jahren das Terrorland Nummer 1 war in Nordafrika und die Amis wollten das initiieren, um dann weitere arabische Frühling zu inszenieren und das hat nicht geklappt. Und dann mussten wir nach Libyen und Tunesien und so weiter gehen, um das zu machen, weil er sagt, man kann es kaum glauben, dass so eine Anlage Friedlichkeit erzeugt. Und ich darf erinnern an den Vortrag vor 2 Monaten, da hat er noch gesagt, ich bin in Ukraine aktiv und es wird sich beruhigen. Da war gerade Hochkonjunktur kriegerischer Art und er hat was installiert und das war fast kaum glaubhaft. Es ist passiert. Plötzlich kam der Minsker Frieden, die Frau Merkel ist plötzlich mit dem Herrn Hollande aktiv geworden und vor ein paar Tagen war der Herr Kerry da und hat einen Kniefall gemacht, hat den Poroschenko zurückgepfiffen und die machen plötzlich auch Friedlichkeit. Und das ist doch super. Und wenn das funktioniert und hier auch, und er hat mir heute Morgen im Auto gesagt, ihr werdet sehen, bald werden die Kasernen geschlossen, die Amis ziehen ab. Das wäre doch der Segen. Fängt schon, Ja, da ist ja auch der nächste Stuttgart Ding. und Wir haben also in den letzten 2 Monaten Gas gegeben, haben uns etwas finanziell auch übernommen, aber ich hoffe, der Verein wird dann beiseite springen. Wir sind finanziell noch nicht über die Runden, aber es war mir damals so aktiv wichtig, dass hier was passieren muss. Es sind dauernd ein Streifen nach dem anderen am Himmel passiert. Es ist erstaunlich ruhig. Dauernd im Tiefflug die Düsenjäger drüber weg, dauernd eine Galaxie nach der anderen. Und die hier gewohnt haben, haben es gesehen und gemerkt. Und wir hoffen jetzt, dass wir da Frieden erzeugen können. Und dann könnten ihm eigentlich den Friedensnobelpreis für das alles einbringen. Das sage ich mal. So, und ich will einfach mal, ich habe das richtige Wort getroffen. Und wenn wir das schaffen, dann ist das eine super Sache. Und deswegen vielleicht ist eine Anlage, eine Lerche macht noch keinen Sommer. Wir müssen auch sehen, dass wir vielleicht für den Verein noch ein paar andere Anlagen initiieren. Er hat mal gesagt, so 20 Anlagen
in Deutschland und es gibt in Deutschland keinen Krieg mehr. Ganz Europa ist friedlich. Europa, ja. Und 10, ja. 10. er hat inzwischen 2 andere noch in Norddeutschland. Wir sind am Überlegen, wo wir noch was machen können, dass diese Anlagen dann unter Umständen, wenn sie dann so durchgreifen, wirklich hier ein Land der Glückseligkeit werden. Und das ist also super und ich freue mich. Es war so eine tolle Begegnung mit ihm und ich freue mich, dass er wieder da ist. Das wollte ich einfach nur mal sagen. Und jetzt rücken wir vielleicht auch mal gemeinsame Fragen. Er ist, glaube ich, schon gelöchert worden. Ich musste medizinisch leider noch mal zwischendrin weg. Aber dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen noch Klarheit sehen, was ist das, was wirkt da und wie geht das vonstatten. Er hat ja schon viel erzählt darüber. Aber wenn ihr Fragen habt, können wir das nochmal machen.